Hallo, liebe Stickliebende. Schön, dass du wieder hier bist und mit mir bist und mir heute wieder über die Schulter schauen möchtest. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit Verlaufsgarn sticke. Es gibt möglicherweise viele Varianten davon, auch in der Internetwelt zu entdecken, aber ich habe mich vor mein Bild hingesetzt und habe mich gefragt, wie ich das denn machen könnte. Denn ein bisschen Stickerfahrung habe ich ja jetzt nun auch in den 2 Jahren gesammelt, die ich sticke. Oder sind es jetzt sogar schon 3, weiß ich gar nicht mehr, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich für mich so einiges entdeckt. Und ja, ich zeige euch, wie gesagt, wie ich mit meinem Verlaufsgarn sticke. Und vielleicht mögt ihr das ja dann auch so übernehmen, wenn euch das gefällt und wenn sich das für euch richtig anfühlt. Genau. Ja, ich werde heute mit diesem Verlaufsgarn sticken an meinem Sampler. Das ist ein 16 Count Zweigart. Das war ein Pre-Cut, also ein vorgeschnittenes Stück, was ich mir gekauft habe. Und ich kann euch ja mal das Unboxing zu diesem Stoff hier oben verlinken. Dann könnt ihr sehen, welcher Stoff das genau ist. Ja, ich sticke mit diesem Verlaufsgarn. Das ist jetzt auch ganz neu bei mir eingetrudelt. Das ist von DMC, das Color Variations. Es sind 8 Meter, 6-fädig und es ist 100% Baumwolle gezwirnt. Ja, mit dieser Farbnummer hier. Es ist die 4240. Ich habe es im Fadenkreuz-Shop bestellt. Gibt es aber auch bei vielen anderen Shops, wie ich gesehen habe. Und ich werde zweifädig sticken. Ich sticke hier an einem Sampler, den ich euch noch nicht gezeigt habe. In dem Link, den ich euch vorhin eingeblendet habe, oben im i, hatte ich mir Sampler ausgesucht, die ich auf dem Leinenstoff sticken wollte. Und als ich mir das genauer angeschaut habe, hat mein Sampler auf den vorgeschnittenen Leinenstoff leider nicht von der Größe her drauf gepasst. Und dann bin ich nochmal auf Etsy rumgegurkt und habe mir diesen wundervollen Sampler hier ausgesucht. Da freue ich mich auch schon drauf und es macht richtig Spaß. Ich habe ja hier schon angefangen mit diesem Garn. Das könnt ihr ja jetzt hier sehen. Ich sticke übrigens wieder an meinem geliebten Lowery Workstand. Den gebe ich in diesem Leben wahrscheinlich nie wieder her. Nie wieder. Ja, kann ich euch auch ein Video zu verlinken, wo wir dieses gute Stück gerade beim Namen nennen, könnt ihr euch mal anschauen. Diejenigen, die nicht wissen, wovon ich spreche, die können sich das dann hier oben im verlinkten i anschauen. Meinen geliebten Lowery Workstand, genau. Ja, dann werde ich jetzt mal hier mit diesem kleinen Tutorial starten. Ich sticke in diesem Tutorial mit dieser Nadel. Das ist eine 28er Nadel. Das ist meine Lieblingsgröße, weil ich die schön grazil finde, die 28er Größe. Und da kommt mir hier kein 26er in die Finger. Ich habe zwar welche bestellt letztens, aber ich habe dann doch gesehen, dass ich lieber mit einem 28er sticke. Und da kann ich auch 2 Fäden gut drauf einfädeln ohne Probleme. So,
Ich möchte vorweg auch anmerken, man kann ja diesen Verlaufsgarn in einem Stück abschneiden und dann zusammenlegen und dann einfädeln. Also jetzt stellt euch das in einfädiger Form vor. Ich zeige euch das jetzt mal hier ganz grob, ja. Und was ich jetzt nicht machen werde, ich werde nicht diesen Faden so zusammenlegen, sondern ich habe mir schon vorgeschnitten, aber auch für die anderen, wenn ich jetzt mit dem Garn anfange zu sticken. Hier ist die Variante des bläulichen, des hellblauen. Dann suche ich mir die Stelle aus, die wieder gleich ist. Ich möchte noch anmerken, wenn ich mir Garn zuschneide zum Sticken, dann nehme ich immer 2 Ellen lang. Dann gehe ich mir bis zur Elle einmal festhalten, zweimal und dann schneide ich es hier ab. Das ist so meine Länge für das Stickgarn. Das mache ich auch beim Heaven and Earth Design so. Und jetzt will ich die Länge auch ungefähr beibehalten. Aber ich möchte darauf achten, dass die Farbe am Ende die gleiche Farbe hat wie auch am Anfang. Ja? Beim Abschneiden achte ich da drauf. Bei diesen DMC Color Variations müsst ihr wissen, dass diese Garne immer 4 Farben aus dem Farbspektrum von dem DMC beinhalten. Wenn man sich den Faden anguckt, so habe ich es jedenfalls beim Fadenkreuz-Shop gesehen. Sie hat die 4 Farben, die hier in diesem Garn enthalten sind auch nochmal dort aufgeführt. Bekannte Farben. Die wurden dann hier in einer Farbe, also in einem Garn zusammengefasst. Genau. Ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, hier habe ich mir schon 2 Fäden abgeschnitten, weil ich ihn auch gleich so einfädeln werde. Die 2 Fäden kommen direkt so auf meine Nadel. Mein Einfädler. So. Und ich fädel ihn dann hier so ein. 2 Fäden, weil ich es ja genau an der Stelle auch abgeschnitten habe, wo die Farbe am Anfang gleich ist und am Ende auch. Ja, Leute? Okay. Das ist soweit, denke ich, verständlich. Und deswegen sieht mein Start auch ganz anders aus wie der gewohnte Loop Stitch. Denn wenn ich diesen, jetzt brauche ich aber noch eine Nadel, noch eine Nadel. Kleinen Moment, ich hole mal eben noch eine Nadel. So, jetzt zeige ich euch die Variante, wie ich es nicht mache, weil das werde ich euch auch gleich erklären. So. Denn dieser bekannte Loop Stitch, den alle machen, der so ganz fix geht, da fädelt man den Faden nämlich so ein, so dass man ihn zusammengelegt hat. Und dann zieht man ihn durch. Na. Ich mache jetzt auch mal ein kleines Beispiel mit dem bekannten Stich. Moment, ich gehe mal näher ran hier. So, in dieser Variante zeige ich euch mal,
den Stich, den die meisten kennen, den Schlaufenstich, den ich aber jetzt nicht anwende. Das ist nur so, damit ihr versteht, von welchem Stich ich spreche. Also hier ist die Schlaufe. Dann geht ihr hier oben rein. Geht durch diese Schlaufe hier durch. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Ich möchte euch erklären, warum ich mein Verlaufsgarn nicht einfach so in einem Strang abschneide und dann so zusammenlege, dass er dann zweifädig ist, weil ich finde, man kann schon ungefähr die gleichen Farbverläufe aufeinander legen. Das klappt schon teilweise. Kriege ich das hier gut eingefangen? So. So ist es, wenn man es so nebeneinander legen würde, ist es gleich jetzt gerade. Aber ich finde, es ist dann doch nicht hundertprozentig bündig. Es gibt kleine Abweichungen. Natürlich kann man das dann auch so machen, aber wie gesagt, in diesem Video möchte ich euch meine Variante zeigen, wie ich das für mich auserkoren habe, dass ich das so machen möchte. Und ich finde auch wichtig, wenn ihr jetzt aus diesem Strang euch die Fäden zieht, dass ihr nicht zwei auf einmal zieht, sonst wird das hier so knöterig beim Ziehen, sondern zieht die erstmal einzeln heraus und legt die euch so hin und dann zieht euch das andere dann auch, den zweiten Faden auch einzeln heraus. Und dann fädelt ihr diese auf eine Nadel. So, ich habe mir hier meinen Faden schon aufgefädelt, den habe ich schon fertig gemacht. An beiden Enden habe ich jetzt offene Stellen. Wie ihr seht, genau. So, dann starte ich mal. Dieser Stich, den ich machen werde, es ist eigentlich derselbe Stich, wie ich ihn euch in einem meiner Tutorials gezeigt habe. Ich werde das mal hier oben im i auch verlinken. Und dieses ist eben die zweifädige Variante. Ich starte dann mal. Einmal hier oben rein.
Oben links geht der erste Stich rein. Dann haltet ihr eure Fäden hier so ein Stück fest. Dann stecht ihr oben rechts rein. So. Dann stecht ihr noch mal in das gleiche Loch rein, hier oben rechts wieder rein. Da oben rechts. Der Startfaden ging von oben links rein, dann bin ich oben rechts rausgekommen und dann habe ich oben rechts wieder in das gleiche Loch gestichen. Genau, eingestochen. Was ihr jetzt machen könnt, ich vermute, dass viele die Rosenholzstäbchen zu Hause haben für die Nagelhaut, damit euch der der Faden nicht abhaut. So. Es ist dann auch praktisch, damit ihr den Faden nachher auch 2 Runden drehen könnt, damit der Stich richtig schön fest sitzt. So. Gebt der Schlaufe bitte 2 Runden. So, dann zieht ihr ihn hier raus. Und ihr zieht bitte den Faden vorsichtig an. Wenn ihr da jetzt ein bisschen Speed drauf gibt, dann könnte euch das ganze Konstrukt hier verknoten. Hier so ein bisschen anziehen und auch hier auf der Gegenseite. Und das sitzt jetzt hier bombenfest. Schaut mal, da haut kein Faden mehr ab. Es liegt an der Umdrehung. Dann geht ihr in das gleiche Loch hier oben rein. Na, mach hier aber keine komischen Geschichten, bitte. So. Moment mal, ich drehe hier mal ein bisschen meinen Lowery Stand fest. Ich habe den hier gerade eben locker gehabt. Finden Sie bitte das Loch unten links. So, jetzt kommt hier unten links wieder rein. Habe ich unten links gesagt? Unten rechts. Liebe Stickliebende, ihr kommt unten rechts rein und stecht oben links hier wieder rein. Da, wo der erste Stich gestartet wurde. Da ist er ist fest. Ich ziehe unten wie so eine Berserkerin. Und das bleibt hier standhaft.
Jetzt gehe ich mit der Schere ran und schneide mir die 2 Fäden, die ich am Anfang durchgezogen habe, einfach durch. Und so habt ihr euren ersten sicheren Stich, auch zweifädig. Und ich finde, das ist ganz fantastisch für das Verlaufsgarn, weil ihr euch das nicht zusammenlegen müsst und hundertprozentig die gleiche Farbe im Verlauf habt. Genau. Und jetzt müsst ihr halt selber entscheiden, wenn ihr zum Beispiel im Block sticken würdet, dann geht ihr halt so Reihe für Reihe dann vielleicht mit dem Verlaufsgarn in die Richtung, die ihr wünscht. Oder ihr könnt ja von oben nach unten dann immer so weiter sticken. Ich habe jetzt bei dem Muster, gehe ich immer so, habe ich mir einen gleichmäßigen Weg ausgesucht und den sticke ich dann auch so. Bei so einem Muster, finde ich, ist das egal. Das sieht ja so oder so wirklich wunderschön aus. Da müsst ihr dann halt mal so für euch experimentieren. Ich kann euch mal zeigen, wie hier so meine Verläufe aussehen. Ist doch sehr hübsch anzusehen, oder nicht? Ja. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und falls dem so ist, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ohne Däumchen ist die ganze Mühe und Motivation irgendwie ein Schäumchen. Genau, dann lasst euch nicht das Licht klauen und habt einen schönen Tag oder eine geschmeidig kuschelige Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und dann sage ich, dann bis denne. Bye bye. Ciao, ciao. Tschüss.